Diese Leute kommen her und sagen, dass sie große Dinge verrichten können, dass sie Menschen heilen und Wunder bewirken. Das hört sich ja alles so gut und so großartig an, was diese Menschen alles können. Aber es geht nicht um große Sachen. Es geht darum, demütig und bescheiden zu sein. Als Christus in die Welt kam, war er kein bedeutender Mensch. Die Pharisäer machten große Dinge. Sie bauten Synagogen und bekehrten Heiden zum Judentum. Christus war ganz anders. Er trat immer bescheiden auf. So ist es noch heute. Da kommen Menschen und sie führen große Reden von Erweckung und Erneuerung. Das ist alles eine große Täuschung. Ora unterwegs in seine alte Heimat. Die Amish-Siedlung von Rexford. 1 Stunde von Libby entfernt und unweit der kanadischen Grenze gelegen. Von Zeit zu Zeit zieht es ihn dahin zurück, wo er viele Jahre seines Lebens verbrachte und wo seine ältesten Kinder aufwuchsen. Die Amish von Rexford sind noch sehr traditionsbewusst. Nur wenige Einflüsse von außen haben ihren Weg hierher gefunden. Denn der Ort liegt weit ab von allen größeren Straßen. Wirtschaftlich geht es den frommen Leuten nicht gut. Das war auch der wichtigste Grund, warum Ora und seine Familie damals Rexford verließen und sich in Libby ein neues Leben aufbauten. Immer wenn er nach Rexford kommt, besucht Ora auch sein altes Haus, das er mit seinen eigenen Händen gebaut hatte. Die alte Kutsche. Wie lange ist er mit ihr gefahren? Wir sind mit Pferden groß geworden. Wir hatten immer Pferde. Wir haben unsere Felder mit ihnen bestellt. Sie waren unser Fortbewegungsmittel. Wir ritten sie und sie zogen unsere Kutschen. Die Arbeit mit den Pferden, das war unsere Art, wie wir Landwirtschaft betrieben. Zufällig trifft Ora auf der Straße seinen Neffen Mike aus Wisconsin, der hier auch zu Besuch ist. 4 Jahre haben sie sich nicht gesehen und es gibt so manches zu erzählen. Ora lädt Mike zu einem Besuch nach Libby ein. In einer Woche will er kommen. Für die jungen Leute von Libby ist das Volleyballspielen nicht nur Sport, sondern auch eine kleine Kontaktbörse. Denn sonntags kommen auch Jungen und Mädchen aus anderen Siedlungen hierher. Einerseits also geben sich die Jungen weltoffen und sind andererseits gerne unter sich. Wie oft kommt denn Steve, Offers Freund, nach Libby? Auch er stammt aus einer Amish-Familie. Jedes Wochenende komme ich hierher zur Kirche, und um Orpha zu sehen. Ich lebe in einer kleinen Gemeinde 60 Meilen von hier. Also muss ich 60 Meilen fahren, wenn ich in die Kirche will. Und wenn ihr mal heiratet, wo werdet ihr dann wohnen? Gibt es dafür eine feste Regel? Normalerweise zieht die Frau dahin, wo der Mann lebt. Das ist also die Regel. Ja, kann man so sagen. Kommt drauf an. Wir wissen es nicht genau. Ist es eine Tradition? Ja, es ist eine Tradition. Seitdem er nicht mehr im Sägewerk arbeitet, hilft Ora oft im Haushalt. Üblich ist das nicht. Denn bei den Amish sind Männer- und Frauenarbeit eigentlich getrennt. Dazu gehört auch, dass die Männer das Wort führen. Jedenfalls nach außen. Aber alles droht sich zu verändern. Die Generation heute interessiert sich für andere Sachen. Die sieht nicht mehr das als wichtig an, was für uns wichtig ist. Meine Söhne halfen mir, weil es erforderlich war. Sie fühlten das. Die nächste Generation fühlt das nicht mehr, weil sie schon alles hat. Für sie ist das ganz normal.
Wir versuchen ganz einfach, das zu leben, was wir glauben. Und wir hoffen, dass die nächste Generation das auch so sieht. Aber meistens kommt das erst später und wir werden es wohl nicht mehr erleben. In Montana kommt der Herbst manchmal schon Anfang September. Bei den Amish von Libby ist jetzt Erntezeit. Kartoffeln, Krummbeeren gräbt Lloyd aus der Erde in seinem Garten. Und Kürbisse werden geerntet. Und riesengroße Zucchinis. Zur gleichen Zeit bei Ora und Orpha. Heute ist mal wieder Schlachttag. Joes und seine Frau Rebecca gehen den Eltern zur Hand. In der Waschküche werden mehrere Hühner fachmännisch gerupft. Mit heißem Wasser werden die Hühner abgebrüht, damit sie sich leichter rupfen lassen. Oh, ist Jesus mein Verlangen, mein geliebter Herr und Freund. Wo ist er denn hingegangen? Wo mag er zu finden sein? Das hier ist wieder die alte Welt der Amish, in der sich Ora und Orpha heimisch fühlen. Gemeinsam wird gearbeitet und gemeinsam wird gesungen. Es gibt wohl keine Amish-Familie, in der nicht im Herbst Apfelbutter hergestellt wird. Die beiden verarbeiten große Mengen von Äpfeln, denn im Laden findet ihre Apfelbutter reißenden Absatz. Als erstes müssen die Äpfel zerkleinert werden und dann gekocht. Wir kochen die Äpfel und machen Apfelmus daraus. Das kommt in den Kessel zurück, Wasser oder Apfelwein kommen dazu und dann wird es 4 oder 5 Stunden gekocht, bis es Apfelbutter ist. Wenn es voll ist, dies ist die letzte Fuhre, fangen wir mit dem Pressen an. Das hier ist die Presse, die drückt den Saft aus dem Apfelmus. Wir bekommen ungefähr 70 Liter. Ungefähr 60 bis 70 Liter aus einer Pressung. Die fertige Apfelbutter, eine cremige, dickflüssige, wohlschmeckende Masse, wird dann in die bereitgestellten Gläser abgefüllt. Die Amish lieben Apfelbutter vor allem als Brotaufstrich, aber auch als Nachtisch. Tradition und Fortschritt liegen bei den Amish von Libby nah beieinander. Aber was sein wird, wenn es die Großelterngeneration einmal nicht mehr gibt, das wird die Zukunft zeigen. Denn die Prioritäten bei den jungen Leuten liegen eindeutig anders. Wir hatten nie bestimmte Regeln, wie wir etwas machen mussten, wie wir uns kleideten. Wir hatten viel Freiheit. Wir fahren noch nicht mehr mit Pferd und Kutsche. Wir haben auch Verbindung nach draußen, sind hier nicht eingesperrt. Und wir können über Gott sprechen, wie wir wollen. Natürlich ohne, dass es extrem wird.
Meine Kleidung macht mich doch nicht zu einem besseren Menschen. Warum soll ich da etwas ändern? Ich bin so aufgewachsen und ich sehe keine Notwendigkeit, anders zu werden. Die Freiheit kommt mit Christus. Sie hat nichts mit dem zu tun, was einem gefällt. Wenn Christus einen erlöst, ist man wirklich frei. Das ist die Freiheit, nach der ich suche. Unser Leben zu leben, wie es uns gerade gefällt, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Für viele da draußen bleibt die Welt der Amish noch immer irgendwie ein Geheimnis. Nachdem wir nach Libby gezogen waren, forderte uns Gott auf, unseren Glauben, also das Geschenk des Herrn, mit anderen zu teilen. Es geht also nicht nur um uns, es geht um alle Menschen. Es geht um Gottes Segen. Es geht darum, die Gnade Gottes zu erlangen, indem wir an seiner Liebe zu uns auch andere teilhaben lassen. Und nachdem sich die Amish von Libby entschlossen hatten, ihren Glauben, das Geschenk Gottes, mit anderen zu teilen, besuchen nun seit einiger Zeit auch Fremde den Gottesdienst der Amish im Gemeindehaus am Sonntagmorgen. Tradition und Fortschritt auch hier. Junge Leute, die ihren Kaffeebecher der Einfachheit halber mit in den Gottesdienst nehmen. Und alte Amish, die so aussehen wie ihre Vorfahren vor Hunderten von Jahren. In ihrem Gottesdienst singen sie die alten Lieder der Amish aus dem Ausbund, dem Gesangbuch der Täuferbewegung. Es ist das älteste Gesangbuch, das ohne Unterbrechung in einer christlichen Kirche benutzt wird. Für Ora und Orpha ist ihre Welt heute in Ordnung. Im Alltag fahren die Amish von Libby nicht mehr mit Pferd und Kutsche. Nur manchmal. Am Sonntagnachmittag spannt Lloyd noch an. Dann kutschiert er seine Kinder durch die Siedlung. Und er denkt zurück an die Zeit, als das, was heute Sonntagsvergnügen für die Kinder ist, Teil des alltäglichen Lebens vieler Amish-Generationen war. Das Gestern und das Heute liegen nah zusammen bei den Amish von Libby. Wie hatte Lloyd gesagt? Was immer bleiben wird, ist unser religiöses Erbe. Von unseren Werten wie Familie und Gemeinschaft werden wir uns nie trennen. Und nächsten Donnerstag sehen Sie, wie eine Familie versucht, den unerwarteten Tod des Vaters und Ehemanns zu bewältigen, wie sie die Kraft findet, ihren Alltag neu zu ordnen und lernt, ihre Sorgen und Ängste zu überwinden.